So, Lapino retten, Skyripper bauen und einen Tempel finden. Ich würde sagen, wir retten nochmal Lapino. Ah, Lapino. Apparently, the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. Lapino's frantic message said that the Ravens were going to kill him for being a rebel spy. And that he had a clever plan. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Or so Lapino had told him over the far speaker anyway. So, wollen wir den auch nochmal retten? Hatten wir zwar schon, aber man kann die Geschichte ja wieder umschreiben. Oder quasi den Weg noch ein bisschen anders laufen. Indem man halt andere Sachen auswählt. Und ja, gucken wir mal, ne? Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen the winged horse. He'd only sold it. But wait. Where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Sprich mit Lapino. Ja, werden wir machen, aber erstmal muss ich hier die Typen platt machen. So, meine Feuerschwert benutzen. Was haben wir, ja? The Ravens had taken the town. So. Reynador had seen villages emptied like this. All the people taken away to be sacrificed in the Kann ich hier Emperor's secret rumlaufen? rituals. Reynador hoped the people were just hiding. Ich kann hier durchlaufen. Wo kommt man da hin? Nirgendwo hin. If they didn't want their things broken, they really ought to make them stronger. Naja, laufen wir mal hier lang. Wieder ein bisschen Energie dabei. Irgendwo eine Kiste noch, die ich noch nicht hatte. Da ist noch eine Kiste. What could he craft with the materials he had? Reynador had a pretty good idea, actually. Oh. Drecksack. Ah, toll, nichts drin. Ich brauch Heilung. Das hat mich jetzt voll Energie gekostet, Mann. Oh. Don't go away. Da ist auch nichts drin. Ein Juwel, Schildbrecher. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Muss man eben kurz hier ein bisschen heilen. Sofern hat natürlich funktioniert. Blödes scheiß Teil da gerade, ey. Ich hatte so viel Energie. Da ist eine Werkbank. Tolle Gesundheit. Guck mal, hier können wir eigentlich auch hin, ne? Da waren wir auch noch nicht. It was time for a little exploration. Naja, aber nur eine kleine Erkundungsreise. So, was für den Hebel bewege ich hier? Aha. Dann drehen sich die Räder.
Ja, und jetzt? That was always a rush. So. Geht doch. Hier noch eine Kiste. Körperlicher Widerstand Level 3. Schön. So, was haben wir hier denn? Werkbank. Ich kann Juwelen benutzen. Angriffstempo aber 1. Dann körperlicher Widerstand. Haben wir ja. Schildbrecher. Das sollte man wohl benutzen. Man braucht nicht immer hier das Kettending benutzen. Kann ich jetzt hier? Jetzt kann ich hier das Ding benutzen. This sword from the mystical east could make time itself slow for you. Steigert die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Schön. Brauche ich aber eigentlich nicht. Mein Feuerschwert wieder. Ich brauche eigentlich mal Heilung. Ach, guck mal, hier können wir auch was auswählen. Haben wir einen Punkt. Ich nehme den mal. Ein bisschen Energie dabei nehmen oder sollen wir hier nochmal Haken? Aber den brauche ich ja eigentlich gar nicht. Oder Kampf? Oder nochmal Gesundheit. So, nochmal Gesundheit dabei machen. Wir machen nochmal Gesundheit dabei. That could be useful. Ist ja nie verkehrt. Haben wir mit 200. Hier ist noch eine Kiste. Und dann springen wir mal hier runter. Wie ich da überhaupt hin muss, weiß ich gar nicht. Sieht aber so aus. So. Wo ist der blöde Hase? Der muss ja doch irgendwo sein. Aua. So. Ravens were landing everywhere. The advance guard. Keep better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Well, unless he really was a traitor, obviously. Then they'd probably pin a medal on his chest. Muss ich gar nicht verpissen, mach ich eh kaputt, ey. So, keine Heilung drin. Der mal labern muss. Ständig. So. Wollen wir mal gucken. Da ist der Hase, ja. Dirty and bloody, Reynador finally reached Lupino. The rabbit was practicing his shuffle. Reynador recognized the cards. It was Lupino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am.
The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, see, this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter? That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Ja, das obere haben wir ja gemacht. Und jetzt nehmen wir mal den zweiten. Gehen wir mal den Sky Ripper besorgen. To make the Sky Ripper, the transcendent Emperor had wrapped an armature around the eye of a god. Reynador had already let that armature slip away to save Lupino's life. But even its core, the eye torn from a god, surely they could fashion a great weapon from that. The core of the Sky Ripper? Lupino's excited. That's an actual thing that we could just go and get. You've been busy. He sure had. Reynador told him all the things he'd been up to. Soon they got to talking about old times, about wages they'd won and lost, and scrapes they'd barely got out of. It was good to be back with his friend. True, the core was capable of terrible, uncontrollable destruction. But this time, he was sure it would work great. Ja, da wollen wir doch mal hoffen. Nicht, dass er wieder daneben geht. Wie beim letzten Mal. Wo wir alles zerstört hatten. Ja, könnte aber sein, dass das funktioniert. Man weiß es ja nicht so genau. It's beautiful here, thought Reynador. It was nice to be back with his old war buddy. All right. Lupino was a traitor. But still, it was good company. Ja. If only he had some way to break the ice. Or convince it he was a friend. Wieso habe ich das Schwert denn noch nicht? Ah. Aufmachen, das Ding. Ich habe jetzt alles Schwerter, also normal sollte das kein Problem sein. Ja, da kann ich noch nicht benutzen, ich habe noch nicht genug. Was haben wir hier denn? Liebe Zenobia, der Direktor der Akademie hat mir gesagt, wie sehr er von deiner akademischen Leistung und Anführung beeindruckt war. Ich nehme nicht an, dass es Stiefeldeckerei war, die da stattgefunden hat. Davon habe ich genügend gesehen. Der alte Knacker meint das tatsächlich so. Ich bin stolz auf dich, meine Tochter. Eines Tages wirst du eine fabelhafte Kaiserin sein. Ich habe gute Nachrichten. Professor Calaveras hat sich mit dem Nexus befasst und eine wichtige Beobachtung gemacht. Die alte Kröte ist ein wahres Genie. Du weißt ja, dass diese Insel einzigartig ist. Sie ändert sich ständig. Neue Kristallformationen erscheinen, Fragmente verbinden sich, brechen auseinander, driften langsam umher, verbunden durch unsichtbare Fäden. Professor Calaveras ist der Überzeugung, dass diese Änderungen nicht etwa willkürlich sind, sondern beweisen, dass diese Inseln lebende Wesen sind. Er hat beobachtet, dass bestimmte Änderungen auf dem Nexus einer Turbulenz auf einer anderen Insel folgen, beziehungsweise manchmal auch vorausgehen. Erdrutsch, Beben, Flut. Der Nexus scheint bei derartigen Ereignissen mitzuschwingen. Vielleicht haben die Inseln ein Hive-Bewusstsein und der Nexus ist das Gehirn. Auf alle Fälle werde ich ein permanentes wissenschaftliches Observatorium auf dem Nexus finanzieren. Es wird die größten Denker des Imperiums anziehen, mit Professor Calaveras an der Spitze. Ich erwarte ein großartiges Zeitalter der Erleuchtung für das Imperium. In Liebe, dein Vater. So. Lassen wir machen. So. Zwei von den Viechern hier.
So. Weg mit euch. Ich müsste mal wieder eben so ein bisschen Energie beitanken, glaube ich. Wir haben normalerweise 200. Aber hier liegt ja wieder nichts rum zum Einsammeln. Wieder mal. Oh, eine Kiste. In this chest, there were woodcuts of amazingly beautiful Schildbrecher Level vixens wearing 2. no clothes at all. And something more useful. Autsch. Jetzt geh doch kaputt. So, sind wir dann Level 14? Ja, immerhin. Ja, die kann man kaputt schlagen. Muss ich auch noch nicht. Ein wenig Energie ist da drin. There Mehr was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Da komme ich nicht hin. Schade, dann gehen wir halt hier oben rum. You almost never saw wild gogglers together like this. Oh, yeah. Toads had to train them not to peck each other to death. So these had to be imperial gogglers. Nein. That meant ravens were up ahead. What's for dinner? What? He thought. Hope it's Mann, not Mann. broccoli. Die sind ja ziemlich gefährlich, die Kackdinger. So, weg mit euch. Kackteile. Oh, Erz. Reynador felt wrong. Ich würde aber lieber so ein bisschen... He could feel an almost Hat doch mal die palpable Klappe. sickness in the air. And if the land could have tumors, they would look like these monstrous crystals. The forest was quieter than it had been. There were insects, but few birds, if you didn't count the ravens. Reynador smelled sick animals and dying ones, but no healthy ones. And getting a bad feeling about this, Reynador thought. Maybe Lapina was right. Maybe they should have kidnapped Zenobia instead of coming here. So, gehen wir mal hier rüber. Exactly. Parking meters from the time of the lost gods. Autsch. Ich bin nur getroffen. Ja, wo ist es denn? Hallo. Mann. Drecksviecher, ey. A gem of power. Ooh, you didn't find those every day. Ja, wieder ein Steinchen gefunden. Und ich brauche immer noch wieder Energie, ey. Hier ist ja nichts. Da ist noch nie was drin war in den Kackdingern hier, ey. Wo verhole ich die oben kaputt? Wenn es da nie was gibt. So. Tür öffnen. Was? Was ist von Sicht jetzt? Of course there was a puzzle. You couldn't expect the transcendent emperor to bury a god's eye in a leather sack da where geht's. anyone could pick it up. Dann geht der aus. Dann kann ich den Hebel benutzen. Und dann kann ich den Hebel wieder nehmen. Und dann kann ich nämlich hier lang. Puzzle.
für ein Puzzle? Ui. Slippy's hit, he thought. Hä? Wie tot? Wovon das denn? Doch gar nichts gemacht. Gibt's ja gar nicht. Das ist ja unmöglich. So, sind wir jetzt langsam mal da. Stay there. Hard to get lost, So, hier, ich kann noch ein paar von den Backen, ey. Au. So. Hätten wir das. Ich brauche Energie. So, da hätten wir wieder mal den Stein. As he held the radiant icosahedron, Reynador felt queasy, like dozens of tiny worms were nibbling his insides. It wasn't healthy to be so close to the eye of a god. How could he use it? He could take it to the observatory. The scientists there could tell him how to harness its ancient power. But honestly, Reynador ached to get away from it. He brought the core back with him to the Farfarer. But honestly, Reynador ached to be rid of it. Tell you what, said Lupino. I'll take it to the observatory. You attack the Imperial outpost. The Imperial outpost was a vital communications node. Taking it could shatter the Empire's ability to coordinate. And it would be full of secret plans and maps and maybe even rebel prisoners. It was a good target for a hero like Reynador. But what if Lupino lost the core to the Empire? That could be a good thing, couldn't it? Was Reynador ready to take that risk? Maybe it was better if he brought the core to the scientists himself. Ja, schwierige Frage. Was nehmen wir denn? Der Kern war zu wichtig, ein Lapidum zu geben. Oder machen wir das so? Komm, wir nehmen das zweite, das untere. Trust me, Reynador, you won't regret this. I'll treat the core like it was my own baby daughter. As the Farfarer dived towards the Nexus, So schlimm wird's doch nicht jumping sein. up and down with excitement. Stop rabbiting around, Reynador said. Lupino just stared at him. The moment the ship landed, Lupino leapt off the ship. Wollen wir nicht hoffen, dass er den Stein verliert. Das weiß man ja nie. Bei so einem Hasen. As Lupino vanished into the wilds of the Nexus, Reynador vaguely remembered Lupino had a baby daughter, didn't he? And he told her mother he was going out to get some Easter eggs, and he'd never come back. But Reynador was relieved not to carry the core anymore. He was already feeling better. And who knows, maybe this time Lupino would get it right. And if Reynador could take the outpost, he'd have access to all the Empire's communications in this sector. Right? Ja, das ist richtig. Zerstöre den imperialen Außenposten.